Herzlich willkommen zu meinem heutigen YouTube-Erklärvideo. Heute werden wir über ein faszinierendes psychologisches Phänomen sprechen, das uns alle betrifft. Den Dunning-Kruger-Effekt. Hast du schon einmal von diesem Effekt gehört? Vielleicht hast du es sogar schon selbst beobachtet oder erlebt, ohne es zu wissen. Aber keine Sorge, nach diesem Video wirst du bestens darüber informiert sein, wie du nicht in diese Falle tappst. Was ist der Dunning-Kruger-Effekt? Der Dunning-Kruger-Effekt ist ein psychologisches Phänomen, das auf eine kognitive Verzerrung hinweist, bei der Menschen mit geringer Kompetenz dazu neigen, ihre Fähigkeiten zu überschätzen, während gleichzeitig hochkompetente Personen dazu neigen, ihre Fähigkeiten zu unterschätzen. Klingt verwirrend? Lass es uns genauer betrachten. Beispiel: Unfähigkeit zur Selbstbeurteilung. Ein klassisches Beispiel für den Dunning-Kruger-Effekt ist, wenn jemand, der wenig Erfahrung im Autofahren hat, glaubt, ein besserer Fahrer zu sein, als er tatsächlich ist. Diese Person hat nicht genug Erfahrung, um ihre eigenen Schwächen zu erkennen und ist daher überzeugt von ihrer vermeintlichen Überlegenheit. Das führt oft zu riskantem Verhalten und Unfällen auf der Straße. Aber warum passiert das überhaupt? Nun, die Forscher David Dunning und Justin Kruger stellten fest, dass Menschen mit geringerer Kompetenz oft nicht über das Wissen oder die Fähigkeiten verfügen, um ihre eigenen Fehler zu erkennen. Sie sind in gewisser Weise unbewusst inkompetent. Auf der anderen Seite können hochkompetente Menschen ihre eigenen Fähigkeiten unterschätzen, weil sie davon ausgehen, dass andere genauso fähig sind wie sie selbst. Wie vermeidet man den Dunning-Kruger-Effekt? Aber wie können wir vermeiden, in diese Falle zu tappen? Eine Möglichkeit ist es, offen für konstruktive Kritik zu sein und ständig zu lernen und zu wachsen. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass niemand perfekt ist und dass wir alle noch Raum für Verbesserungen haben. Hat dir das Video bis jetzt gefallen? Dann like es und abonniere diesen Kanal. Übrigens, wenn du noch weitere Informationen, Anleitungen und bewährte agile Methoden für die Praxis suchst, solltest du auch meine Webseite dafür besuchen. Wir kommen zu einem Spezialfall. Wie können wir im Unternehmenskontext präventiv vorsorgen, um den Dunning-Kruger-Effekt bestmöglich zu reduzieren? Eine Möglichkeit ist es, eine Unternehmenskultur zu fördern, die auf kontinuierlichem Lernen und Feedback basiert. Durch regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen können Mitarbeiter ihre Fähigkeiten verbessern und gleichzeitig ein Bewusstsein für ihre eigenen Grenzen entwickeln. Darüber hinaus ist die Förderung von Teamarbeit entscheidend. Wenn Mitarbeiter in Teams arbeiten, können sie voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen. Dies fördert nicht nur die Zusammenarbeit, sondern trägt auch dazu bei, dass verschiedene Perspektiven und Kompetenzen zusammenkommen, um bessere Lösungen zu finden. Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Etablierung einer Feedback-Kultur im Unternehmen. Mitarbeiter sollten ermutigt werden, konstruktives Feedback zu geben und anzunehmen, um kontinuierlich zu wachsen und sich zu verbessern. Indem wir uns gegenseitig unterstützen und ehrliches Feedback geben, können wir verhindern, dass der Dunning-Kruger-Effekt unsere Entscheidungsprozesse beeinträchtigt. Fazit: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Dunning-Kruger-Effekt ein faszinierendes Phänomen ist, das uns daran erinnert, dass wir alle unsere eigenen Blindspots haben können. Indem wir uns unserer eigenen Grenzen bewusst sind und demütig bleiben, können wir vermeiden, in diese Falle zu tappen und uns weiterzuentwickeln, sowohl persönlich als auch beruflich. Vergiss nicht zu abonnieren und den Kanal zu liken. Das war's für heute. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat und dass du nun besser über den Dunning-Kruger-Effekt informiert bist. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um weitere spannende Videos zu sehen. Bis zum nächsten Mal.